Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, manchmal habt ihr vielleicht ein Motiv, was ihr gerne malen möchtet und ihr wisst nicht, wie übertrage ich das Ganze. Natürlich kann man das gute alte Kopierpapier nehmen, aber es ist nicht sehr schön, das wisst ihr alle, das ist immer so eine schmierige Geschichte und. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Ihr nehmt euer Motiv. Natürlich müsst ihr bedenken, wenn ihr das jetzt macht, wird es spiegelverkehrt. Also nachher wird das Motiv so rum zu sehen sein. Wer das nicht will, muss sich jetzt erstmal die Mühe machen, auf der Rückseite die Schattierung nachzumalen und kann es dann natürlich richtig rummachen. Und dann schnappt ihr euch entweder einen Bleistift oder so wie ich nehme hier gleich einen Aquarellstift. Nee, das ist kein Aquarellstift. Moment, was habe ich da gegriffen? Ein Stift, der im falschen Körbchen war. So, du gehörst da nicht hin, du gehörst dahin. Ich nehme mir einen Aquarellstift. Ich nehme mal diesen hier. Genau. Aquarellstifte könnt ihr erkennen, die haben ein Pinselchen. Geht das? Ich weiß nicht, ich stelle gerade nicht scharf. Die haben ein Pinselchen drauf. Daran könnt ihr erkennen, dass es ein Aquarellstift ist. Und mit diesem Aquarellstift ziehe ich jetzt, macht mir den nochmal schön frisch, spitz, die ganzen Konturen hier nach. Und weil das ein bisschen dauert, schalte ich euch mal eben wieder weg. So, damit ihr natürlich seht, dass das auch mit Bleistift funktioniert, habe ich jetzt mal nur die äußeren Kanten mit dem Aquarellstift gemacht und die inneren Linien mit einem Bleistift gemacht. Dann schnappt ihr euch euer Aquarellpapier. Das sollte natürlich möglichst glatt sein. Richtig ein raues oder strukturiertes Papier lässt sich für die Technik nicht gut verwenden. Und dann legt ihr euer Motiv ganz einfach auf und geht jetzt mit einem zweiten Stift über diese nachgezogenen Linien von hinten hinweg. Und sie sollten jetzt normalerweise dadurch übertragen werden auf euer Papier. Wir schauen mal kurz, ich hebe es mal an. Ja, ihr könnt es vielleicht nicht sehen, ich kann es erkennen. Ich zeige es euch gleich nochmal von nahen und fahre jetzt hier erstmal die ganzen Linien nach. Je weicher der Stift ist, mit dem ihr die Linie nachgezogen habt, desto besser lässt er sich auch übertragen. Ja, weiches Graphit geht einfach leichter zu übertragen. Ich nutze ganz gerne Aquarellstifte, weil die sich natürlich gleich beim Malen mit der gemalten Umgebung anpassen. Das ist ganz schön. Aber es geht natürlich auch mit Bleistift. Ja, Bleistift lässt sich ja auch wieder wegradieren. So, gucken wir mal. Sieht gut aus. Also wenn man direkt über die Linien geht, wird die Farbe noch mal ein bisschen besser übertragen. Und wirklich die Umrisse nochmal malt und nutzt. Ja, jetzt, da könnte das vielleicht ein bisschen, ist ja ein bisschen schwierig zu erkennen mit dem Licht, aber die sind auf jeden Fall da, die Umrisse. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz vorsichtig rüber, ziehe mir das nochmal nach, wo ich es sehe.
So, ich habe mir hier meinen Farbkasten geschnappt von Victoria von VH Aquarell. Habe mir die Farben nass gemacht. Auch das kann ich jedem Anfänger nur empfehlen. Entweder macht ihr das mit so einer kleinen Pipette auf jede Farbe, die ihr nutzt, ein Tröpfchen Wasser. Oder so wie ich sprühe das auch ganz gerne mal mit so einem Sprühteil ein. Dann können sich die Farben schon mal ein bisschen aktivieren. Das ist wirklich wichtig. Und ja, mit diesen schönen Herbsttönen, die ich habe, werde ich jetzt dieses Blatt gestalten. Und ich hatte so eine Idee. Und dann gucken wir erstmal, wie ich damit mal anfange. Und zwar will ich nicht alles machen, sondern so feldermäßig. Und ich lasse jetzt die Blattadern tatsächlich extra mal ein bisschen aus. So, und jetzt kommt natürlich mir das zugute, dass der Rand aus Aquarellstift ist. So, das ist eine kleine Fummelarbeit. Aber es lohnt sich. Nachher sieht das wunderschön aus. Ja, heute seht ihr vielleicht auch schon, ich nehme mal einen anderen Pinsel. Der ist so ein bisschen schräg und ganz dünne. Damit lassen sich auch wunderbar kantige Geschichten mal malen und machen. So, und jetzt möchte ich, dass sich diese hier auch nicht berühren. Und deshalb ist dieser Pinsel dafür so super gut geeignet. Ja, meine Grundflächen sind jetzt soweit ausgemalt und nun beginne ich mit einem ganz feinen Pinsel noch in die einzelnen Felder Dudelmuster zu setzen, und zwar in derselben Grundfarbe, in der sie gemalt sind. Da könnt ihr euch austoben. Es gibt ja Millionen Muster. Natürlich ist mit Pinsel das ein bisschen schwieriger. Da nimmt man nur ein paar gröbere, meistens ein paar Striche, ein paar Punkte, ein paar Wellen. Ihr werdet das sehen. Und ja, da könnt ihr euch richtig erstmal austoben. Ich werde nicht alle Felder mit Muster versehen, sondern nur so ein paar.
und in die restlichen kommen dann nochmal ein paar Muster mit einem ganz feinen goldenen Feinliner. Ja, jetzt habe ich meine Felder soweit fertig gemalt mit den Mustern, wie ich es gerne wollte, und habe mir hier meinen Farbkasten geschnappt, der gefüllt ist mit Metallic- und Chamäleonfarben von Victoria von VH Aquarell. Schaut doch gerne unten in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu ihrem Shop. Und ich habe mir hier ein helles Champagnergold aufgerührt. Das passt super zu den ganzen Herbsttönen, die ich da benutzt habe. Und zum Auftragen nutze ich hier meinen ganz feinen Schriftenpinsel, ein 02 Pinsel von Bösner. Auch den verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Und damit ziehe ich jetzt sämtliche Feldumrandungen nach sozusagen und nachher auch die ganz äußere Umrandung von dem Blatt. Und dieses Gold ist nicht so auffällig, es ist sehr schön, aber es knallt nicht so und macht das Ganze richtig schön edel. Ja, und jetzt zum Schluss, wie gesagt, beginne ich noch vereinzelte Felder, wo kein Muster drin ist, mit einem ganz feinen Feinliner in Gold zu verzieren. Das ist irgendwie ein No-Name-Produkt aus dem, ich glaube, Drogeriemarkt Müller bei uns oder ich weiß nicht, ihr müsst mal schauen. Es gibt so viele schöne, gute Stifte auch, die jetzt nicht unbedingt von
Uniball Signo oder so sind. Ne? Also dieser hier funktioniert ganz toll. Er malt wunderbar. Das Gold ist nicht sehr extrem leuchtend. Das ist ein dezentes Gold. Das finde ich mal ganz schön. Und dieser Stift ist sehr fein. Ja, wenn ich noch schaue und gucke, was das für einer ist, setze ich ihn unten für euch in die Videobeschreibung hinein. Und ansonsten, ja, auch hier tobt euch bei den Mustern aus. Ne? Alles ist möglich. Da könnt ihr richtig kreativ sein. Ja, ihr lieben Kreativen, mein gutes Stück ist fertig. Das war eine absolut super entspannende Arbeit. Das hat mich so runtergeholt. Es war richtig schön, in den Farben zu schwelgen, in den Mustern zu schwelgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Schaut vorbei bei Victoria, ihrem Shop. Hier sind nochmal die Farben, die ich benutzt habe. Die normalen Honigfarben und hier auch die Metallic und die Chamäleonfarben. Das Gold habe ich da benutzt, dieses helle Champagnergold. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Kreativwerden. Und ja, genießt die Herbstzeit, genießt die Farben. Macht es gut, eure Melanie, und viel Spaß jetzt nochmal bei den Detailansichten.